In diesem Podcast werden etwas ungewöhnliche Erfahrungen mit Einarbeitung, aber auch allgemeine Tipps geteilt. Daika habe ich am Ende meiner Schwangerschaft bekommen. Und dann habe ich Daika bekommen. Die hat eine ganz, ganz kurze Restausbildung nur noch genossen sozusagen, also musste schnell machen. Und ich habe sie bekommen 2 Monate bevor meine Tochter auf die Welt kam. Das war eine sehr, sehr harte Einarbeitszeit, weil ich da irgendwie im 9. Monat schwanger irgendwie kaum hinter diesem jungen, energiegeladenen Labi hinterherkam. Irgendwann mussten wir die Einarbeit auch abbrechen, weil ich einen eingeklemmten Ischiasnerv, einen zu dicken Bauch und überhaupt hatte. Ich war ziemlich naiv vorher, muss ich sagen. Ich habe wirklich gedacht, man bekommt diesen Hund an die Hand. Es war mir schon klar, dass das ein Hund und kein Hilfsmittel im eigentlichen Sinne ist. Natürlich, den wollte ich ja auch. Aber ich dachte, ich bekomme diesen Hund, ich bekomme das Know-how geliefert, wie der funktioniert. Und dann laufen wir einfach los. Ich wusste ja, dass es eine Einarbeitungszeit geben würde. Das war ja auch gut so. Ich hatte ja nie vorher einen Hund gehabt. Da gab es viel zu lernen. Aber ich war dann echt einigermaßen überrascht, was das eigentlich für harte Arbeit ist, bis man als Gespann wirklich zusammenkommt und zusammenpasst und zusammenläuft, richtig. Und das war bei meinem ersten Hund, möchte ich sagen, wirklich mehr als ein Jahr. Das waren locker 1,5, auch mit ziemlichen emotionalen Höhen und Tiefen. Er war halt sehr stur, hatte seinen Kopf schon bei seinem ersten Besitzer sozusagen am Ende durchgesetzt und ist ihn wieder losgeworden. Und bei uns hat es auch lange gedauert, bis wir uns wirklich zusammengerauft hatten. Und bei meinem zweiten Hund hatte ich immer noch einen Rest dieser Naivität dabei. Da dachte ich auch, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt habe ich mich mit dem ersten so gut zusammengerauft. Jetzt klappt das bestimmt ganz, ganz schnell. Und das war wieder so, dass man natürlich lange braucht, um zu verstehen, wie funktioniert dieser spezielle Hund, wie arbeitet der, wie arbeite ich, wie passen wir zusammen. Ne? Das hat wieder lange gedauert. Und da geht es natürlich nicht um eigentliches Know-how, wie das so funktioniert. Ich meine, alle Führbefehle zum Beispiel, die konnte ich ja beim zweiten Hund schon aus dem FF. Da das auch dieselbe Trainerin war, hat sich da grundlegend wenig geändert. Aber der Hund, ne? Der Hund, also Daika ist eben Daika. Kleid war Kleid. Und ich war ich und bin ich, und aber natürlich auch in einer bisschen anderen Weise, als ich das beim ersten Hund war. Und da mussten wir uns irgendwie wieder ganz schön zusammenfrickeln, bis das dann funktioniert hat. Ja, bei meiner Einarbeitung habe ich mir genau einen Tag vor der Prüfung, wenn ich ja was mache, mache ich es ja richtig, mir die Achillessehne abgerissen und musste dann am Tag der Prüfung mit einer riesen Orthese am Bein laufen. Die lief auch noch am linken Bein, da wo mein Hund läuft. Das war ein Riesenmonstrum. Und ich hatte Angst, immer den Hund kaputt zu treten, weil das so ein Brecherteil war. Und meine Prüferin, meine Ausbilderin hat gefragt, ob wir die Ausbildung nicht verschieben sollen. Da habe ich also die Prüfung nicht verschieben sollen. Ich sage, nee, auf keinen Fall, ich kann dich nicht mehr sehen. Ja, ich hatte 4 Wochen immer einen Schatten hinter mir herlaufen, der mir sagte, wo ich hinlaufen wollte. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte wieder selbstbestimmt laufen dürfen, ja. Und ich habe gesagt, das hat nichts mit dir als Ausbilderin zu tun. Ich sage, du kannst jederzeit kommen zum Kaffee trinken, aber dich als Schatten hinter mir herlaufen haben, das wird morgen beendet. Ja, so. Ich sage, wenn ich die Prüfung auf allen Vieren machen muss, aber ich mache die. Also Einarbeitung finde ich immer stressig, finde ich heute noch stressig, weil es eine permanente Konzentration auch abverlangt und weil es, glaube ich, also vor allen Dingen als Erstführenthalter schwierig ist, einzuschätzen, was ist normal und was ist nicht normal. Also was muss ich dem Hund einfach zugestehen, aber was sind Fehler, wo ich mich rühren darf, wo ich hinterfragen muss. Hatte ich kürzlich erst eine Einarbeitung. Das war dann, die kamen gar nicht so sehr zur Führarbeit, aber der Hund hat täglich in die Wohnung gekotet, obwohl er sich lösen konnte, regelmäßig und ausführlich. Und die hat nach einer Woche dann auch abgebrochen. Aber das war so ein Punkt, wo es gut war, dass sie mich anrufen konnte, wo wir es besprechen konnten. Ich hatte ihr dann noch eine Möglichkeit zum Beispiel gezeigt, wie man noch mal ein paar Tage probieren könnte, indem man verschiedene Punkte noch mal verändert für den Hund, es ihm leichter macht, weil das ganz klar ein Stresszeichen war.
Aber da musste abgebrochen werden, weil das musste sie nicht tolerieren, wie der Hund sich dann und auch die Trainerin verhalten haben. Und das ist, glaube ich, immer so die Krux, ne? Was ist normal und was sollte ich abbrechen? Oder was sollte ich hinterfragen erstmal? Das trauen sich ja ganz viele nicht. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.